Vom 1. Dezember bis 12. Dezember gibt es auf dem RF4 Discord jeden Tag etwas zu gewinnen. Ja, täglich in der Zeit von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gibt es auf dem RF4 Discord neue Aufgaben, die man abschließen kann und dann auch noch was gewinnen kann. Die Aufgaben gehen über alle Gewässer. Das heißt, jeder kann mitmachen in jedem Levelbereich. Sei also direkt mit dabei, denn am 1. Dezember geht's sofort los. Und ich zeige dir hier jeden Tag um 10 Uhr, welche Aufgabe es heute gibt. Der Link zum RF4 Discord befindet sich direkt unter dem Video. Genauso wie auch der Link zum Feierabend Discord. Hier könnt ihr euch hervorragend miteinander austauschen und euch über Spots informieren. Ja, weiter geht es mit dem zweiten Teil des RF4 Discord Events. Heute geht es an den Windenbach und dort geht es auf Güster. Güster, gar nicht so einfach. Wir gucken uns mal eben kurz an, was die Aufgabe ist. Am Windenbach fange die größte Güster. Ganz simpel formuliert. So simpel ist das Ganze natürlich nicht. Güster am Windenbach, na klar, geht immer mal wieder rein. Das hier ist der Spot, wo ich damals meine Qualifikation gemacht habe. Mit Stippe war es, glaube ich, beziehungsweise fangende Güster. Und zwar einmal hier die Qualifikation, fange eine Trophäe mit mindestens 500 Gramm und Ultralight Stipp-Ausrüstung. Also, das kann man hier ganz gut machen mit Güster. Aber so gerade 800 Gramm Güster, da kann ich mir vorstellen, dass das nicht die größte sein wird. Da würde ich schon gucken, dass man da deutlich größer reingeht für diese Aufgabe. Also für dieses Discord-Event sollten wir hier schon, naja, vielleicht nicht direkt die Super Trophy anpeilen, aber so über einen Kilo wäre schon nicht schlecht. Ja, an der Stelle habe ich jetzt gerade schon ein bisschen rumprobiert. Also verschiedenste Köderkombinationen probiert. Zum einen natürlich sowas wie Regenwurm. Absolut klassisch, Regenwurm oder natürlich auch sowas wie Süßteig. Das sind immer wieder so Köder, die ganz gut funktionieren. Dann gibt es bei den Boilies auch Kombinationen. Und zwar gibt es da einmal die Zuckmückenkombination, also Zuckmückenlarve als Kombi. Und natürlich Karamell plus Creme Brûlée. Auch eine Möglichkeit. Und die Möglichkeit, die mir auch hier gerade eben schon wieder die nächste Trophy geliefert hat. Also zack, die Trophy ballert rein auf süßer Karamell Pellet. Ganz kleiner Pellet, 8er Pellet plus Creme Brûlée. Auch 8er Boilie. Also sieht man schon direkt, klassische Haarmontage, beides sinkend. Also sinkende Boilies und sinkender Pellet. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Ja, das funktioniert. Wie gerade schon gesagt, Zuckmückenlarve als Köder durchaus eine Option, Regenwurm durchaus eine Option, aber super, super viele Beifänge. Da geht natürlich alles drauf. Auf Zuckmückenlarve, auf Regenwurm, hauptsächlich Barsch. Selbst hier in Doppelköder-Kombination mit Süßteig, Barsch. Das ist natürlich etwas, kann man machen. Man kann sich ja den ganzen Tag hinstellen. Das ganze Event läuft ja von 10 bis 22 Uhr abends. Also bis dahin muss man das ja im Discord auch gepostet haben, um zu gewinnen. Und ja, wir wollen das natürlich möglichst schnell erreichen mit der dicken, fetten Güster oder möglichst viele Güster erreichen. Es kann ja auch durchaus sein, dass nach ein paar Stunden dann der Spot irgendwann mal leer gefischt ist. Dann braucht er 2 Stunden zum Regenerieren. Heißt also, in der Zwischenzeit sucht man sich im Idealfall noch einen weiteren Spot. Ja, und dafür könnte man zum Beispiel im Feierabend-Discord einfach mal auf die alten Spots gehen. Also das Spot-Archiv, die alten Spots vollgepackt mit alten Informationen und immer mal wieder, hier haben wir es schon wieder, immer mal wieder Stellen, wo eben auch die Güster reingehen. Von daher dieses Wissen einfach nutzen und immer mal wieder gucken, was war denn das für eine Stelle? Was waren denn das für Köder, die funktioniert haben?
Was sind das für Setups, auf die das funktioniert hat und so weiter und so weiter. Also da ruhig reingehen, denn in RF4 ist es halt so, dass alte Spots nach längerer Zeit auch immer mal wieder funktionieren mit gleichen Ködern oder ähnlichen Ködern. Und bei der Güster, hier ist sogar auch schon wieder Güster, jawohl, also bei der Güster gibt es immer mal wieder Stellen. Ich habe jetzt hier beim einmal durchscrollen gerade erste Mal gemacht, zack, sind es jetzt schon wieder 3 weitere Stellen neben der Stelle hier, wo ich meine Trophy jetzt auch gerade eben schon wieder gefangen habe. Also es gibt genug Spots, man muss bloß wissen wie und wo. Link zum Feierabend-Discord direkt unter dem Video, Link zum Discord von RF4 auch direkt unter dem Video, damit du da dann eben auch deine größte Güster posten kannst. So, jetzt gucken wir natürlich erstmal noch in das Setup rein. Was haben wir denn hier? Also, das erstmal kurz kontrollieren, nirgendwo was dran. Wir müssen immer ein bisschen gucken, die Güster ist, ich sag mal, mittelmäßig scheu, nicht zu groß reingehen, aber man muss auch nicht so super fein rein. So, ziehen wir hier nochmal ein bisschen stramm. Und dann gucken wir hier mal eben rein ins erste Setup. Ich bin hier mit den Winkelpickern unterwegs, sehr, sehr kleine, feine Routen, einfach mit der Feeder-Route, Feeder-Set Start, wie gerade schon gezeigt, einfach nur auf einem 1,5 Kilo Stipp-Setup hat das auch funktioniert mit einer Trophy, aber wir wollen ja dickere Güster. Dementsprechend hier mit einem 6er Haken ruhig reingehen. Viele angeln Güster gerne auf einen 10er Haken, weil dadurch natürlich auch eine Frequenz deutlich höher ist. Wir wollen die dicken Brocken. 6er Haken und dann, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, süßer Karamellgeschmack plus Creme Brûlée. Hier gibt es noch eine Variationsmöglichkeit. Man könnte auch süße Sahne mal probieren. Auch durchaus eine Möglichkeit. Und als Dip funktioniert schon lange immer wieder ganz gut hier Milk Cream Dip. Also das einfach als Dip verwenden. Und dann, wie gesagt, hier mit Creme Brûlée und Karamell. Oder auch mal, wenn man Pop-Up verwenden will, kann man das auch machen. Dann mal Pop-Up Mais. Karamell funktioniert auch. Also auch das ruhig als Option mal mit einbinden. Durchaus eine Möglichkeit, dass das eben funktioniert. Und ja, wie gesagt, ruhig einen 6er Haken verwenden. Ein bisschen dicker reingehen. Wie gesagt, 10er, 8er Haken durchaus eine Option. 6er Haken, bam, für die dicken Brocken. Ja, das Ganze hier habe ich jetzt gerade geklippt auf 10 Meter. Das war jetzt einfach mal so aus der Laune heraus, weil ich mir dachte, okay, von der Entfernung passt das. Man landet ungefähr hier so in diesem Bereich. Das sind so ungefähr 10 Meter. Fühlte sich ganz vernünftig an, also habe ich alle 3 Routen da drauf auf 10 Meter eingestellt. Ich habe hier jetzt gerade Futtermische drin. Na klar, Futtermische. Wir wollen ja gezielt einen Fisch beangeln, also wollen wir auch einen Spot so beeinflussen, dass durch das Futter mehr von dieser Fischart am Spot sind. Ist ja klar. Dementsprechend, zack, mal eben kurz hier rein und Original Standard Futtermische für Güster hergestellt. Das ist diese hier. Sieht jetzt überhaupt nicht nach Karamell und Creme Brûlée aus. Dementsprechend könnte eben auch, wenn man es probieren möchte, diese Kombination mit Zuckmückenlarve ganz gut funktionieren. Also auf Zuckmückenlarve, da gibt es auch Boilies, wobei es gibt zum Beispiel den intensive Zuckmückenlarve. Das ist, glaube ich, der kleinste als 12er und das könnte schon etwas groß sein. Wäre aber durchaus eine Option, vielleicht das auch mit zu testen. Jetzt, wie gesagt, gerade auf Karamell, Creme Brûlée hat es einfach direkt geklappt. Wenn man das jetzt hier so nimmt, kann man das natürlich auch nachbauen und zu diesen Kombinationen oder zu diesen Basics nochmal Karamell, nochmal Creme Brûlée, vielleicht einfach jeweils ein Boilie schreddern und dann damit reinpacken. Wir haben ja hier noch 2 Slots frei. Das heißt, wenn wir hier auf die Bällchen manuell herstellen, sind ja nur 2 belegt. Das heißt, wir haben noch 2 frei für zum Beispiel Karamell und Creme Brûlée. Und schon hat man eine Original-Güstermische plus Karamell und Creme Brûlée. Zack. Und dann raus damit mit dem Bällchen hier. Locker mit dem Handgelenk oder eben mit dem PVA geworfen und gib ihm. Von den Uhrzeiten sind die Abendstunden eigentlich besser. Abendstunden bis in die Morgenstunden. Und der ganze Tag über ist gar nicht so nice. Ja, das ist der Spot. Jetzt heißt es natürlich für dich, testen, testen, testen. Ich wünsche dir viel Erfolg, toi, 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 bei diesem Event, bei diesem Discord-Event.
Jeder kann mitmachen, auch die Frage gab es nochmal. Jeder kann einfach mitmachen, anmelden im Discord, einfach joinen. Wie gesagt, der Link ist direkt unterm Video. Und dann deinen größten Fisch, deine größte Güster posten und dann hoffentlich gewinnen. Es gibt immer wieder richtig gute Preise, von daher toi toi toi. Petri ihr Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.